Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien mit eurem virtuellen City Guide Kim Ferrandina. So, bei dieser Episode geht es um Bildung, um Wissen, Zugang zu Bildung, Zugang zum Wissen heute und in Vergangenheit. Wir sind ganz in der Nähe der alten Wiener Universität, jene, die vom Rudolf IV., der Stifter genannt, im 14. Jahrhundert gegründet worden ist. Also was diese Themen betrifft, es ist für uns heute alltäglich, man könnte fast Gott gegeben sagen, dass man lesen kann, dass man schreiben kann, dass man zur Schule gehen darf, dass man zur Bibliothek gehen darf, sich Bücher ausleihen, Bücher kaufen im Internet, E-Books kaufen kann und so weiter und so fort. Das war ja nicht immer so. Wenn wir zurück in die Vergangenheit schauen, Bücher waren extrem teuer. Die Anfertigung war extrem aufwendig. Man hat auch auf Pergament geschrieben, handgeschrieben, und man hat wirklich lange Zeit gebraucht, auch Jahre gebraucht, um eine einzige Bibel oder ein einziges Buch zu kopieren. Das hat sich dann mit der Zeit geändert. Es wurde dann einfacher. Man hat erstmal den Buchdruck eingeführt. Es war aber immer noch recht kompliziert und sehr, sehr teuer. Und dann kommt eine Person, die ich persönlich ganz besonders schätze, obwohl ich sie natürlich nie kennengelernt habe. Das ist der Herr Johannes Gutenberg. Er hat den Buchdruck in der Mitte des 15. Jahrhunderts mit beweglichen Lettern erfunden. Das ist wirklich die Erfindung gewesen, nämlich dadurch wurde es einfacher, kostengünstiger, immer noch sehr, sehr teuer, wenn wir das mit der heutigen Zeit vergleichen. Aber es wurde einfacher, diese Bücher zu vervielfältigen. Um euch ein bisschen eine Idee zu geben, in seiner Zeit konnte er 180 Bibeln in einer Zeitspanne von 2 Jahren produzieren. Klingt nach viel. In derselben Zeit hat man aber eine einzige Bibel angefertigt. In 2 Jahren eine Bibel. Er hat es auf 180 gebracht. Der reinste Wahnsinn. Und so hat sich das geändert. Dadurch wurde es einfacher Bücher zu produzieren. Auch Zeitungen wurden dadurch auch möglich, überhaupt könnte man sagen, oder dass man Wissen weitergeben konnte. Warum drehe ich diese Folge hier? Weil wir hier ganz in der Nähe, hinter mir ist ein Platz, das nennt sich Lug'eck, wo es auch das Zanoni gibt, einer der bekanntesten. Es gibt keine Werbung hier, aber wie auch immer, kennt man halt in Wien. Lug'eck, hier ist ein Denkmal zu Ehren von Johannes Gutenberg, und es wurde hier aufgestellt im 19. Jahrhundert, weil hier auch die Buchdruckerinnung war. Und die haben eben dieses Denkmal zu Ehren von Johannes Gutenberg aufstellen lassen. Und was wir noch in Wien haben, was ihn betrifft, etwas ganz Wichtiges. Ich habe euch von diesen 180 Bibeln erzählt. Von diesen 180 Bibeln, die auch in Farbe gedruckt waren, wirklich unglaublich, sind nur 52 erhalten geblieben und nur 22 davon vollständig. Eine davon haben wir hier in Wien in der Nationalbibliothek. Und darum können wir auch in Wien über Gutenberg sprechen. In einer Sekunde werden wir ihn auch gleich sehen. So, da seht ihr ihn auch gleich. Mal fangt ihr an, ihn zu sehen, den Herrn Johannes Gutenberg. Da oben, da steht er. Dem verdanken wir das alles. Also nicht das alles, hat sich dann natürlich verändert mit der Zeit. Dann kamen andere Techniken, dann kamen die Computer, und heute ist das alles sehr, sehr viel einfacher. So, das Thema wollte ich heute mit euch besprechen. Ich hoffe, die Folge hat euch gut gefallen. Wenn ja, ihr wisst ja schon, einen schönen Daumen hoch hinterlassen, Kommentare hinterlassen. Das hilft sehr dem Kanal und so weiter. Und ganz wichtig, wenn ihr mehr wissen wollt über diese Ecke oder über Gutenberg möglicherweise, könnt ihr gerne eine meiner Touren buchen oder auch nach Wien kommen, eine Kollegin oder einen Kollegen dann von mir buchen. Würde alles sehr toll sein. Danke nochmals fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche für die nächste Folge von 4 Minuten Geschichte, Kunst und Kultur in Wien. Danke, danke, danke. Alles Gute, habt Spaß und bleibt gesund. Danke! Was ist das für eine Klappe? Mindestens die Quillzeit, viele Anläufe. Das ist die Katze. Also zur besten Zeit hier 8 Minuten. Kriegen wir das hin noch? Wir kriegen das hin.